Hallo, liebe Brettspiel-Teddy-Freunde. Schön, dass ihr wieder reinschaut. Ja, heute eine neue Folge. Was ist neu eingezogen beim Brettspiel-Teddy? Ja, wie immer, schöne Spiele dabei. Teilweise habe ich da sogar schon ein Video drüber gemacht. Das heißt, ich hänge ein bisschen hinterher, aber macht nichts. Trotzdem habe ich die Spiele ja bekommen. Deswegen werde ich sie euch heute mal zeigen. Viele Grüße auch an meinen Daumen runter Voter, ja. Freut mich, dass ich auch dich nicht begeistern kann. Aber jede Interaktion ist ja schön und ich danke dir auch dafür. Ja, dann wollen wir direkt mal loslegen mit dem ersten Spiel. Los geht's! Ja, dann legen wir direkt mal los mit dem ersten Spiel. Ich mich schon hier hingelegt. Und zwar ist es Ten von AEG. Vielen Dank, AEG, für dieses Rezensionsexemplar. Ja, wir haben schon gespielt. Und es ist echt ein klasse Kartenspiel, ja. Ich werde die Tage darüber auch ein Video rausbringen. Oder vielleicht ist es auch schon da, in dem Moment, wenn das Video hier erscheint. Hat uns auf jeden Fall sehr gut gefallen, ja. Ist so ein Push-Your-Luck-Mechanismus. Ihr zieht halt hier die Karten vom Stapel und könnt so lange Karten aufdecken, wie ihr wollt. Ihr dürft halt nur nie mehr als 10 haben, ja. Hier seht ihr zum Beispiel 1, 3 und 4, wären 8. Diese schwarz-weißen Karten sind so Punktekarten oder Geldkarten. Wenn ihr so eine aufdeckt, mindert das die Summe, die ihr hier habt. Also momentan würden da 6 Karten liegen. Die Karten haben Werte von 1 bis 9 und ihr könnt dann überlegen halt, ziehe ich noch eine Karte nach oder nehme ich mir die Karten lieber. In dem Fall, wenn es so ist zum Beispiel, würdet ihr die Karten nehmen und alle anderen würden 2 Geld kriegen. Ihr könnt euch aber aussuchen, auch das Geld zu nehmen und die Karten würden dann in den Markt gehen, wo man sich jederzeit auch beteiligen kann. Zusätzlich ist da noch ein Auktionsmechanismus dabei. Ihr habt hier solche Karten, das sind so Joker-Karten oder so bunte. Hier könnt ihr auch so ein bisschen sehen, Karten. Wenn die aufgedeckt werden, findet halt eine Beat-Runde statt. Der erste Spieler links von demjenigen, der aufgedeckt hat, die Karte, gibt zuerst ein Gebot ab und derjenige, der aufgedeckt hat, die Karte, darf dann halt als letzter ein Gebot abgeben. Hier diese schwarzen Marker sind nämlich wie Geldmarker und die weißen auch, das sind so Dreiergeldmarker und die bekommt ihr halt, wenn ihr jetzt geplatzt seid, also mehr als 10 gezogen habt. Ja, war ja schon fast ein komplettes Regelvideo. Ihr merkt, mir hat es gefallen, also uns am Tisch auch. Wir haben es in eine Dreierrunde gespielt. Ich meine, das geht bis zu 5 Spieler, genau. Kann man auch solo spielen sogar. Ja, würde ich auch gerne mal eine Fünferrunde spielen. Ist auf jeden Fall ein Teil, was bei mir bleiben wird und was ich auch sleeven werde. 10 von AEG. Dann als nächstes zeige ich euch, ja, ein kleines Spielchen. Wo ist es denn? Da! Gold. Habe ich jetzt bei dem einen oder anderen YouTuber schon gesehen. Ich glaube, die Meeple Queen, die Julia hat ja, glaube ich, mit als erstes damals vorgestellt. Ich habe es mir jetzt auch mal bestellt. Von Game Factory, war relativ überrascht. Hier ist tatsächlich so groß, ja. Ich habe dann die Kiste aufgemacht. Ich denke, hä? Was ist das denn? Leeren Karton geschickt? Nee. War dieses kleine Ding da drin irgendwo, ja. In so einem Karton war das irgendwo eingesteckt und ich hätte das schon beinahe weggeschmissen, weil ich hätte gedacht, die Dose wäre mindestens irgendwie so, ja, relativ wesentlich größer. Ja, worum geht es in diesem Spiel? Ist so eine Art Memory. Ihr seht, ihr habt hier so Chips, so Vierer-Chips und gleichzeitig habt ihr hier so Cowboys. Und hier ist ein Dreier-Cowboy, der kann also maximal so ein Dreier-Gold-Nugget heben, ja. Und so deckt man halt auf und versucht halt die passenden Cowboys zu passenden Gold-Nugget zu heben und kann sie sich dann nehmen. Und wer zum Schluss das meiste Gold hat, hat gewonnen. Kann natürlich auch passieren, dass man 2 Cowboys hat hier und dann gewinnt halt der Stärke von den beiden, ja. Jeder hat so Cowboys, jetzt sind auch noch neutrale Cowboys drin. Und ja, wenn jetzt unsere beiden Cowboys gegeneinander kämpfen und die haben beide, einer hat 3, einer hat 4, dann ist der Dreier halt raus, der Vierer wird wieder umgedreht. Schönes kleines Spielchen, im wahrsten Sinne des Wortes, kleines Spielchen. Gold. Ja, dann nächstes ein Spiel, was ich schon hinten im Regal habe, da steht's genau. Watch. Ich habe schon ein Video drüber gemacht, da könnt ihr es euch mal anschauen. Seht ihr, hinter Watch stehen die ganzen Friedemann Friese Spiele, bis auf Escape Plane. Ja, ein Spiel von Daniel Newman, entschieden beim PD-Verlag. Worum geht's genau? Wir sind Arbeiter in der sowjetischen Uhrenfabrik. Ihr seht übrigens hier, den Dutch, der war schon, der ist leider so angekommen, das Spiel, ja. Ja, schade. Aber da ich es behalten werde, ist es nicht ganz so dramatisch. Wir sind halt Arbeiter in der sowjetischen Uhrenfabrik und müssen da dunkle Geheimnisse aufdecken oder stoßen auf ein dunkles Geheimnis, ja. Und dann machen wir halt selber damit und machen da krumme Geschäfte, indem wir andere Leute bespitzeln, schmuggeln. Es sind immer bestimmte Felder, die halt beobachtet werden, ja. Wenn man darauf geht, wird man halt bestraft. Und man hat hier verschiedene Zahnräder, ja. Einer, 5er, 10er Zahnräder, die bekommt. Das sind richtig schöne kleine Metallzahnräder. Und der Uhrzeiger geht halt immer so rum.
Und je nachdem, wo der Uhrzeiger steht, jetzt steht er hier auf der 3, ja, dann wird halt hier von der 3 die erste Aktion wird dann halt da starten. So wechselt immer der Startspieler, wer immer am nächsten zum Uhrzeiger ist halt der Spieler. Und die ganzen ist halt ein Worker Placement und die ganzen Felder, die ihr habt, das sind halt die Arbeiter-Einsatzfelder, ja. Hier könnt ihr Kisten in euer Lager verschieben, hier könnt ihr tauschen, Zahnräder gegen Geld und so weiter. Sind also insgesamt 8 Einsatzfelder, wo ihr da euren Arbeiter einsetzen könnt. Denn ihr habt nur einen. Ja, wirklich meiner Meinung nach ein schönes Spielchen. Uns hat Spaß gemacht, wie wir gespielt haben. Wird auf jeden Fall da bleiben. Gibt es auch einen Solo-Modus ab 14 Jahre. So komplex finde ich das jetzt gar nicht. Schaut mal in mein Video, da erfahrt ihr mehr, wenn euch das interessiert. Watch vom PD-Verlag. Kommt mal direkt wieder zum Friedemann-Friese-Regal. Zack. Oder eins von vielen Friedemann-Friese-Regale. So, dann machen wir mal weiter. Dann habe ich ein Spiel bekommen, wo ich mich schon mega drauf gefreut habe. Und ihr wisst ja, wenn ich mich manchmal drauf freue, ist die Enttäuschung groß. Aber diesmal nicht, denn ich habe schon gespielt und zwar Shamans. Ja, da ist es. Wir haben sogar schon ein paar Partien gespielt. Jetzt, ja, 3 bis 5 Spieler, Dauer 14 Minuten, ab 10 Jahre. Ein Stichspiel mit Verrätermechanismus, ja. Eins der wenigsten oder vielleicht sogar das einzige Stichspiel, wo man nicht bedienen muss. Vielleicht kennt ihr ja noch eins, könnt ihr mir ja mal in die Kommentare schreiben. Ich glaube, für mich ist es tatsächlich das erste Stichspiel, wo man nicht bedienen muss. Ja, man hat halt in der 5-Personen-Partie 3 Schamanen, also die Guten, und 2 Schatten. Ja, wenn man weniger ist, in der 4er-Partie hat man 3 und 1 Schatten. Wir haben halt so einen Leiste hier in der Mitte. Versuchen diesen Pöppel als Schamane, dass er nicht von dem Platz fällt. Also der fällt runter, wenn er hier am Ende angelangt ist. Andererseits versuchen natürlich die Schatten, den Pöppel so weit wie möglich rüber zu schieben. Das Ding bewegt sich immer, wenn ein Stich nicht bedient wird, ja. Das heißt, ich schmeiße hier so eine rote Karte, jemand schmeißt eine lila Karte, wandert der einen rüber. Und so bei jedem Stich, der nicht bedient wird, wandert der einen rüber. Natürlich versuchen dann die bösen Schatten nicht zu bedienen, aber man muss aufpassen, dass man sich nicht zu entdecken gibt, denn es gibt da noch verschiedene so Plättchen, ja, und Aktionen. Zum Beispiel kann man bei einer Aktion jemand erdolchen, wenn man durch hat, und dann ist man natürlich schneller weg, als man gucken kann als Schatten. Der Schatten kann natürlich auch jemand erdolchen, ja, der versucht dann rauszufinden, wer der Gute ist. Die Guten geben sich meistens ja zu erkennen, man sagt, ja, ich bin kein Schatten. Und dann gibt es halt noch eine Aktion, wenn man so eine Kartenreihe voll hat, werden auch immer Aktionen getriggert, also alle 8 Karten da liegen hat, da kann man dann seinen Charakter tauschen. Ja, durch diese ganzen Aktionen ist es mehr als nur ein einfaches Stichspiel, ja. Oh, guck mal hier, ne, da, schmutzig. Ja, man hat halt dann da die verschiedensten Möglichkeiten, wie gesagt, die Rolle zu wechseln oder aber jemand da umzubringen, und deswegen muss man halt als Schatten versuchen, echt auch manchmal zu bedienen, damit der Pöppel da nicht so weit rüberfällt, weil sobald man sich zu erkennen gibt und jemanden durch hat, ist man halt weg, ja. Super schönes Spiel und mega lustig, ja. Egal in welcher Runde wir jetzt gespielt haben, wir haben auch mit Neulingen gespielt, die nicht so oft spielen, auch die hatten alle Spaß. Shamans. So. Dann schauen wir mal weiter. Dann zeige ich euch hier noch Dreadful Circles. Habt ihr vielleicht schon in meinem letzten Monatsrückblick gesehen? Kann ich euch mal hier oben verlinken. Spiel eigentlich erschienen bei Portal Games. Ich habe es auf der Messe gesehen. Den wusste ich gar nicht, dass es in Deutsch rauskommt bei Pegasus und ist jetzt in Deutsch halt rausgekommen. Ein Kennerspiel für 4 bis 8 Spieler, 30 bis 45 Minuten, ab 14 Jahre. Ja, ab 14 Jahre würde ich jetzt nicht sagen. So gruselige Karten sind jetzt eigentlich auch nicht dabei, ja. Aber 4 bis 8 Spieler, ja, ich würde es ab 6 aufwärts spielen, ja. Darunter glaube ich nicht, dass es sich lohnt. Ich habe es noch nicht gemacht. Wir waren, glaube ich, sogar zu 8 gewesen, wo wir gespielt haben. Und uns hat es allen soweit eigentlich ganz gut gefallen. Ja, worum geht's genau? Wir haben halt hier so einen Sichtschirm, ja, da haben wir halt unsere Städtemarker und alles hinterlegen, ja, unsere ganzen Sachen zum Bezahlen. Und wir versuchen halt Set-Collection, also wir versuchen hier verschiedenste Kartentypen zu sammeln, ja. Nur Süßigkeitenkarten oder halt von der Farbe. Die geben halt die verschiedensten Punkte. Wir versuchen hier diese Reisenmarker zu sammeln. Die geben halt auch nochmal Punkte. Und reihum, wenn wir am Zug sind, bieten wir halt eine der Karten, die wir haben, zum Verkauf an. Ja, die Karte wird in die Mitte gelegt. Jeder hat hier so Boxen, könnt ihr die sehen, hier. Und packt dann versteckt hinter seinem Sichtschirm da das dementsprechende Geld rein oder Marker. Ja, hat man die Möglichkeit, also nicht nur Geld, man kann auch Marker reinpacken. Und schiebt den dann in der Mitte hin. Und derjenige, der versteigert hat, guckt sich halt nach und nach diese Boxen hier an, was da drin ist.
und entscheidet dann, ja, ich behalte die oder nein, ich schiebe sie wieder zurück. Boxen, die man einmal zurückgeschoben hat, bekommt man nicht mehr zurück. Das heißt, man guckt halt nach und nach die Boxen an, nicht alle auf einmal aufmachen, das wäre ja einfach, ja, man macht eine auf, guckt rein und muss dann direkt entscheiden, nehme ich die oder gucke ich mir die andere noch an, ja. Wenn man die nicht nimmt, wie gesagt, muss man die nächste halt aufmachen, gucken und dann kann man natürlich Pech haben, dass man am Anfang eine gute Box hatte und in der Mitte nur noch Mist liegt. Oder aber umgekehrt, man nimmt halt Mist und in der Mitte haben die Leute echt viel reingepackt. Auch echt ein schönes Spielchen, muss ich sagen. Also uns hat es, wie gesagt, auch Spaß gemacht. Ich war irgendwie als der Kupfergeld-Olli hinterher bekannt gewesen, weiß gar nicht warum, nur weil ich manchmal nur immer eine Münze reingepackt habe, ja. Naja, man muss ja auch nicht protzen, ja, wenn man es nicht hat. Ja, Dreadful Circus. So, dann auch noch ein Spiel, wo ich schon ein Video drüber gemacht habe, deswegen zeige ich es euch jetzt trotzdem nochmal. Whirling Witchcraft. Auch ein Spiel von AEG. Auch danke dafür, fürs Rezensionsexemplar. Für genaue Infos zum Video schaut mal oben rein, oder zum Ablauf des Spiels. Und hier auch nochmal ein kurzer Überblick, worum geht's. Wir haben halt alle hier unsere Tafeln mit verschiedenen Zutaten liegen. Und jeder hat hier diese kleinen Kessel, könnt ihr sehen. Echt schönes Material eigentlich, obwohl die ein bisschen fusselig waren zum Zusammenbauen. Und hier sind halt die verschiedenen Materialien. Blau sind Spinnen, grün sind Kröten, das steht halt alles hier drauf. Und wir haben halt hier so Klötze liegen. Und wir versuchen halt unseren rechten Nachbarn den Kessel zum Überlaufen zu bringen. Das machen wir, indem wir hier diese Karten, das sind Rezepte, braun, ja. Was oben reingeht, nehmen wir von unserem Tableau, was unten rauskommt, nehmen wir hiervon. Das packen wir in unseren Kessel und schieben das hier zum Nachbar rüber. Und der muss dann die ganzen Würfel bei sich unterbauen. Und so geht es halt reihum. Und wir suchen uns halt von 4 Karten eine aus. Und die Karte, die wir nicht brauchen, geben wir unseren linken Nachbarn. Das heißt, die Karte, die wir unserem linken Nachbarn geben, wissen wir genau, die Sachen kommen eventuell hier hin. Ja, da muss man halt gucken, dass wir ihm nicht Sachen geben, wo er hier blaue Würfel brauen kann oder grüne Würfel und so weiter, weil sonst macht er uns das Ding voll. Andererseits wollen wir aber auch hier voll machen. Muss man also wirklich gut auswählen, welche Karte man tatsächlich nimmt. Meiner Meinung nach ein mega schönes Spielchen. Ja, schade, dass hier nicht so viel Anklang findet. Ich denke, habe ich ja auch schon gesagt in meinem Video, da wird sicherlich ein deutscher Verlag kommen, der hier lokalisieren wird. Steht zwar ab 14 Jahre, aber ist überhaupt nicht so komplex. Ich denke mal, ab 10 kann man es locker spielen, ja. Vielleicht ist das Hexenthema ein bisschen gruselig, aber das sind ja gut, die Hexen, die sehen ja schön aus, die Hexen. Nee, keine Ahnung warum. Vielleicht ist in Amerika anders mit den Altersangaben, das kann natürlich sein. Whirling Witchcraft. Dann habe ich noch mir besorgt. Zwerga. Ich habe aber ein Spieletaxi bestellt, ja, habe ich in mein Video zu Schnäppchenbereiche, kann ich euch auch mal verlinken, habe ich euch ja gezeigt hier, der hat 200 manchmal B-Ware da, aber ihr seht, nichts da, ja, ich weiß nicht, ob die Folie eingerissen war, keine Ahnung, was damit war. Ja, schönes kleines Zwergenspiel, eigentlich von Grana. Jetzt hat's Asmodee im Vertrieb. Ja, worum geht's? Erstmal vom Material wirklich klasse. Wir haben richtige kleine Steinchen, zumindest fühlen die so an hier, Gold, ja, Juwelen. Für jedes sind hier so extra Schatzkisten dabei. Wir sind halt Zwerge, arbeiten im Bergwerk, was die Zwerge meistens machen immer. Und versuchen hier Waren hoch zu transportieren, um uns hier verschiedene Karten zu kaufen. Wir haben hier halt so einen Fahrstuhl, ja, da gibt es eine Aktion, da können wir die Sachen halt hochschieben hier immer. Wenn wir die Sachen hochschieben, schieben wir natürlich für unseren Nachbarn auch mit, ja, der freut sich dann natürlich. Deswegen wird das eher selten gemacht. Jetzt, denn man braucht unbedingt was, dann transportiert man halt die Sachen hoch, weil es ist immer noch ein Zug, den man dann halt nicht nur für sich hat, sondern für alle. Ja, und so fördern wir halt, produzieren Dampf und machen die verschiedensten Aktionen, ja. Ich finde auch die Grafik hier total schön, von den einzelnen Playerboards, die man da so hat. Echt wirklich schönes Spiel, Zwerger. Was mich mal interessieren würde, vielleicht weiß der ein oder andere von euch das. Da gibt es ja auch ein Spiel, das heißt Dwerga. Ich glaube, da ist sogar das gleiche. Ist aber auch in Deutsch, wenn ich das richtig gesehen habe, ja. Und Dwerga ist nicht polnisch, weil Grana ist ja ein polnischer Verlag. Warum gibt es da Dwerga und warum gibt es Zwerga? Vielleicht weiß der eine oder andere, ja, könnt ihr mal in die Kommentare schreiben. Ich habe da noch keine Lösung gefunden. Hier steht auf jeden Fall drauf von Asmodee. Oder hat Grana vielleicht eine deutsche Version rausgebracht und hat die Dwerga genannt. Und Asmodee muss das jetzt umbenennen? Keine Ahnung, ob das irgendwie ein rechtliches Zeug ist. Naja, Zwerga. Schönes Spiel, wirklich. Also, wenn ihr auf so eine Art Spiele steht, kann ich euch das echt empfehlen. So, dann habe ich noch. Auch da habe ich schon in meinem Monatsrückblick-Video drüber gesprochen. Savannah Park. Das neue Spiel von Deep Print Games. Wunderschöne Optik, ja, habe ich schon gesagt. Die Optik gefällt mir tatsächlich besser als das Spiel. Es ist halt ein Puzzlespiel. Wir haben hier unser Gehege, haben die Tiere da liegen, ja. Und müssen dann halt immer, wir haben da 1, 2, 3 Felder frei, müssen dann ein Plättchen nehmen und auf ein freies Feld legen.
ja, so funktioniert das und dann versuchen wir halt Tiergruppen zu bilden, ja. Ganz viele gleiche Tiere, Elefanten, Zebras, Giraffen oder was da alles so war. Schön ist auch dieses Erdmännchen, das stellen wir halt immer auf das Feld, wo wir das letzte Plättchen rausgenommen haben. Da dürfen wir nämlich unser Plättchen nicht hinlegen. Und dann gibt es halt noch verschiedene Felder mit Buschbrände. Da dürfen wir zum Beispiel nicht Tiergruppen hinlegen, ja. Bei so einem Zweier-Buschbrand darf man keine Zweier-Tiergruppe hinlegen, weil dann verbrennt die hinterher. Und das möchte man ja nicht. Wie gesagt, relativ schönes Cover. Das Spiel ist jetzt auch nicht schlecht, aber es hat mich leider auch nicht vom Hocker gehauen. Aber auch da wieder, ich hatte wieder große Erwartungen gehabt, ja. Und wie gesagt, ist ein schönes Spielchen. Gerade als Familienspielchen denke ich mal toll, ja. Die Kinder werden Spaß haben mit den ganzen Plättchen und steht ja auch drauf Familienspiel. Von daher sollte man halt nichts zu Komplexes erwarten. Savannah Park. So, dann zeige ich euch noch eins. Machen wir noch eins? Ja, komm, eins geht noch. Muss ich mal tief abtauchen und da bin ich. Auch schon ein Spiel, was ich schon gespielt habe. Werdet ihr in meinem nächsten Monatsrückblick auch sehen. The Loop. Dr. Fu schlägt zurück. Zurück. Ja, tatsächlich. Zurück. Der schlägt also immer zurück, ständig. Uns hat es echt Spaß gemacht. Ist tatsächlich jetzt, ich bin ja nicht so der kooperative Spieler, der eine oder andere weiß es ja vielleicht. Aber hier hatte ich echt Spaß gehabt an dem Spiel und da würde ich tatsächlich auch nochmal spielen. Auch hier ein kurzer Überblick. Wir haben halt hier so eine Zeitmaschine von Dr. Fu, ja. Hier die Figuren sind mega lustig, je nachdem welchen Charakter man spielt. Die haben halt alle verschiedene, extra Funktionen, die machen können, ja. Bekommt man halt hier dementsprechend hier den passenden Miepel. Hier so eine zärtliche Dame, ich weiß gar nicht mehr, wie die heißt. Ja, ich komme jetzt nicht auf den Namen, ja. Ja, schick. Und genau, und der Dr. Fu wirft halt jede Runde hier seine Würfel in so einen Trichter und dann gibt es halt 3 Möglichkeiten, wo die rausfallen können. Wir ziehen halt Anfang der Runde eine Karte und da wird eingezeigt, auf welchen Zeitalter man diesen Trichter stellt und dann werfen wir halt die Würfel da rein. Und wenn dann halt 4 Würfel, also mehr als 3, hier sind 3 drin, ja, der 4. reinkommt, wird der Teil halt da zerstört und dann können wir halt da keine Aufgabe mehr erfüllen. Hier sind auch mega lustige Karten dabei, ja, hier Olle Currywurst oder was weiß ich, wie die hießen, hier, das nicht mehr klebende Klebeband, keine Ahnung, das sind halt so Deckbuilding-Karten, die man dann in sein Deck bastelt, also ist es ein kooperatives Deckbuilding-Spiel. Ihr seht hier oben 1 bis 4 Spieler, ab 12 Jahre, Dauer 60 Minuten und erschien bei Boardgamebox. Und zu Boardgamebox möchte ich einmal sagen, vielen Dank für den mega netten Kontakt. Ja, ich hatte mit der Svetlana Kontakt, wirklich sehr sympathisch. Die haben halt erfahren von meiner Kinderheim-Aktion, ja, dass ich da die Wunschzettel sammle und haben sich sofort gesagt, ja, schick uns auch welche, wir sind dabei, ja. Eigentlich der einzige Verlag, der sich so gemeldet hat. Also, wie gesagt, ihr seid mir sehr lieb. Muss ich wirklich sagen, ja, über solche Aktionen freue ich mich, auch neben den Spielen, wenn da Verlage sich melden. Vielen Dank euch. Und ich drücke euch die Daumen, ja, ihr habt tolle Spiele da und ja, ich freue mich einfach. Ihr merkt, Boardgamebox ist einer meiner neuen Lieblingsverlage. Ja, das war es dann gewesen. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Schreibt in die Kommentare, wie immer, ja, welche Spiele habt ihr schon gespielt davon? Was ist denn bei euch neu eingezogen in letzter Zeit? Kennt ihr die Spiele? Welche sind gut, welche sind schlecht? Also tatsächlich würde ich sagen, heute, ich habe nur gute Spiele fast vorgestellt. Fast. Ja, also auf jeden Fall war kein Scheißspiel dabei, meiner Meinung nach. Ich habe die ja schon alle gespielt gehabt soweit und die haben mir echt alle gut gefallen. Dann, passt auf euch auf, bleibt gesund. Ah, noch ein Hinweis in eigener Sache und in fremder Sache. Wer Zeit hat, kann am 7. Dezember ab 19 Uhr mal auf Twitch schauen, ja, beim Krachgarten. Das ist so eine Musikkneipe, wo Bands auch proben können. Die streamen auch sonntags immer Konzerte von diesen Bands. Und am 9. Dezember ab 19 Uhr, genau, 9. Dezember ab 19 Uhr, der Donnerstag, da bin ich zusammen mit dem Jörg, der mal hier das Brettspielcafé noch sucht oder eine Location sucht, findet dort in diesem Krachgarten halt so ein Brettspiel-Event statt, ja. Die wollen halt die Leute so ein bisschen ans Brettspielen bringen. Ihr habt ja mitgekriegt, der Sven ist ja da sehr aktiv, der Jörg ist da sehr aktiv. Und da werden halt da so seichte Spiele gespielt. Und das Ganze wird auf Twitch übertragen. Und ich sitze dann da mit dem Jörg und kommentiere das Ganze, ja. Welche Spiele da gespielt werden, könnt ihr mal schauen, wenn ihr den Trailer da findet vom Jörg, da auf der Seite. Ich weiß zum Beispiel, Kneipenquiz war dabei, Top 10 meine ich. Und noch 1, 2 Spiele. Also es sind relativ seichte Spiele, weil da Leute sind, die noch nie gespielt haben. Aber jetzt sollen halt die Leute dadurch ans Spielen rangebracht werden. Und es ist vielleicht sogar geplant, dass das Ganze regelmäßig stattfindet. Ich finde es gut, wenn wir noch Leute von unserem Hobby begeistern können. Also wenn ihr nichts vorhabt, 9.12., 19 Uhr.
auf Twitch. Würde mich freuen, wenn ihr dabei seid. Ach so, genau. Und es ist halt so, dass die Zuschauer auch mitspielen können. Ja, es sind also alle Spiele, wo die Zuschauer halt auch einen Part übernehmen und da mitspielen können. Einer von den Jungs, die dabei sind, die übernimmt dann den Part der Zuschauer. Wenn die Zuschauer schreiben, hier, antworte das oder schiebt das hin oder macht das hier, dann spielt er halt für die Zuschauer. Also die Zuschauer spielen mit. Ihr spielt mit. Okay, so, jetzt reicht's aber. Dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Passt auf euch auf, bleibt gesund, ja, und haltet euch fern von großen Menschenmassen jetzt gerade. Da brauchen wir nicht, dass wir im Sommer oder im Frühjahr wieder Gas geben können. Und lasst euch impfen. Ja, auch wenn es der eine oder andere nicht hören mag, ich würde mich freuen. Macht's gut, passt auf, bis nächstes Mal, euer Olli vom Brettspiel Daddy. Tschüssi.